Essentra-Effekt, das ist sowas wie Get the Party Started. Also wenn ihr schon mal was organisiert habt und die Snacks sind da, die Getränke sind da, die Musik ist organisiert und es sind auch coole Leute da, aber ob dann wirklich läuft, ob wirklich jemand auf die Tanzfläche geht und im richtigen Moment, das ist ein Unterschied. Und bei Essentra ist es auch so, die haben die gleichen Tools wie andere Firmen, die haben auch gute Leute wie andere Firmen, aber es ist eigentlich fast egal, welche Initiative es ist. Es finden sich immer Leute, die anfangen, man muss nichts organisieren, man muss nichts anschieben, es ist immer jemand da. Das ist der Essentra-Effekt. Ich hatte irgendwie so eine ganz inspirierende Geschichte mit Robert, unserem CEO. Ich habe gerade ganz frisch bei Essentra angefangen und war noch unsicher, was darf ich alleine entscheiden und wo möchte er noch mal drauf gucken. Und habe ihn dann gefragt, hey, ich habe hier eine Entscheidung, wie ist denn das, willst du da eingebunden sein? Und was er damals zu mir sagte, das hat mich irgendwie total inspiriert und steht für mich so doll für moderne Arbeit. Er sagte, Nele, bitte fühl dich doch hier als Intrapreneur. Entscheide einfach, mach einfach. Wenn du Hilfe brauchst, ich werde immer für dich da sein, du wirst allen Support kriegen, den du hier brauchst, aber wenn du das Gefühl hast, dass du eine Entscheidung treffen kannst, dann bitte triff sie doch einfach. Das fand ich echt stark. Was verbinde ich mit modernen Arbeitsweisen bei Essentra? Ich glaube, was man hier auf jeden Fall immer bekommt, ist eine Chance, seinen eigenen Weg zu gehen. Jetzt bei mir gerade im letzten Jahr hat sich da einiges geändert. Wir haben viel strategisch im Management überlegt, wo wir weiter hingehen. Und dabei kam relativ natürlich eine neue Struktur des Unternehmens bei raus, wo ich jetzt einen neuen Platz finden musste für mich und den habe ich gemeinsam mit dann eben den Vorgesetzten, mit dem Management besprochen. Wir haben die Organisation umgestaltet und letzten Endes haben wir so das Beste für die Organisation selbst, aber auch für mich als Mitarbeiter gemacht. Ich habe die Story mitgebracht, dass wir unseren Kreislead selbst wählen durften und es hat mich sehr überzeugt und da war ich sehr beeindruckt von, dass wir die Möglichkeit hatten, quasi unseren direkten Vorgesetzten zu wählen und die Art, wie das stattgefunden hat, das hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Wir hatten das in einer offenen Videokonferenz. Zuerst hatte ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl, ob es gut gehen wird. Jeder kann seine Meinung äußern, warum er die eine Person möchte und die andere Person nicht wählen möchte. Und als es dann losging, die erste Person beschrieben hat, welche Eindrücke sie hatte, warum sie für die eine Person stimmen sollte oder für die andere, waren die Bedenken ganz schnell ausgeräumt und alle haben dann frei vorgetragen, worum es ging. Und ich fand es so toll und so wertschätzend und offen, wie wir da reden konnten, wie wir kommunizieren konnten. Es gab dann einen eindeutigen Gewinner der Wahl und auch der Verlierer der Wahl war aufrichtig, hat es entgegengenommen und es hat einfach funktioniert und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das irgendwie woanders so gut funktioniert hätte wie bei uns und das hat mich wirklich gefreut. Ja. Was ich mit modernen Arbeitsweisen bei Essentra verbinde, ist die Eigenständigkeit der Kreise, der Geschäftskreise. Wir haben beispielsweise bei uns im Geschäftskreis eine Partnerschaft aus eigener Kraft aufgebaut und auch eigene Kunden darüber gewonnen und hatten da ziemlich große Freiheit in der Gestaltung. Und ich finde, das sagt viel über Essentra und die moderne Arbeitsweise aus. Wie kriege ich das Thema Familie und meine Kinder vereinbart mit meinem Job, mit dem, was ich hier leisten möchte? Und da wurde mir sehr viel geboten, flexible Arbeitszeitmodelle, Vertrauensarbeitszeit, Homeoffice. Ich war sehr begeistert. Und dann kam aber die wirkliche Überraschung, dass ich gesehen habe, es wird wirklich gelebt bei Essentra. Da war ich nämlich in den ersten Meetings und egal mit wem ich zu tun hatte, da gab es auf einmal Dienstag sind immer alle Kinder mit dabei, ich muss kurz mal unterbrechen oder das Meeting muss leider heute wieder virtuell sein, weil ich muss mein Kind noch abholen und da habe ich gemerkt, okay, es wird wirklich gelebt, das ist kein Frauenthema und ich steche da heraus, sondern jeder versucht diesen Platz zu finden und das finde ich sehr herausragend. Für mich macht Essentra aus, dass hier echt jeder sein kann, wie er ist oder sich zu dem entwickeln kann, wer er werden will. Und dabei unterstützt Essentra enorm bei der Entwicklung und will einen begleiten dabei. Wir haben bei Essentra eine Methode entwickelt, wie wir Trends draußen am Markt, den Wandel, wie wir dem begegnen können, und zwar aus der Mitte des Unternehmens. Das läuft ungefähr folgendermaßen ab. Aus jedem Geschäftsbereich kommt eine Person zusammen zu einem Workshop. Das Ganze machen wir 6 Mal im Jahr und jeder bringt seine Eindrücke, die man so im Alltag hat, mit ein konkretes Thema, stellt das kurz vor, sodass jeder ein Bild davon hat.
Und dann gehen wir sehr schnell in eine Bewertung als heterogenes Team und versuchen quasi diesen Trend erstmal zu verstehen und dann aber relativ schnell quantitativ bewerten zu können. Suchen uns dann die Trends aus, wo wir sagen, hey, die sind wirklich relevant für Esentri in den nächsten Jahren, mit denen müssen wir uns beschäftigen, gehen dann in die relevanten tiefer rein, versuchen Maßnahmen abzuleiten und stellen das Ganze, was wir da machen, auch dem Unternehmen als Bericht zur Verfügung. Was ich sehr stark bei Esentri immer finde, ist, dass wir uns immer sehr stark alleine bestimmen können. Wir können unseren Weg nehmen, wie wir wollen. Wir können auch nach einer gewissen Zeit auch zum Beispiel den Kreis wechseln, eine andere Richtung nehmen, wenn uns das nicht mehr gefällt. Oder wir können auch uns ganz anders entfalten. Zum Beispiel hier der Niklas bei uns hatte ja komplett, er ist ja in der Data Science gekommen, hatte dann ganz gewechselt und arbeitet jetzt in Sales. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man, weil im Leben ändert man sich und ich finde wichtig, dass man sich auch beruflich ändern kann, ohne das Unternehmen wechseln zu müssen. Das finde ich immer ganz wichtig. Unternehmen beschäftigen keine Arbeitnehmer. Unternehmen beschäftigen Menschen. Und Menschen wollen wachsen, wie Pflanzen gewissermaßen. Aber wann wächst eine Pflanze und was unterscheidet so ein Wachstum von so einem Wachstum? Es ist das richtige Umfeld. Esentri schafft das richtige Umfeld für uns als Menschen zu wachsen. Also was mich bei Esentri besonders begeistert ist, einmal, dass wir sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, was wir dadurch einfach zeigen, dass wir nachhaltige Projekte machen, indem wir zum Beispiel hier irgendwelche Bäume pflanzen im Wald, aber auch, dass ich sehr selbstbestimmt arbeiten kann, also dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann, wann arbeite ich, für welchen Kunden, für welche Projekte und dass ich da sehr frei einfach in der Gestaltung bin. Das ist eine super spannende Frage, wann wirkt quasi unsere Unternehmenskultur auch bei Kunden? Und ich hatte da so ein krasses Erlebnis im letzten Jahr. Ich habe 2 Jahre auf einem Kundenprojekt gearbeitet und habe da wirklich viel mit den Teams und auch den Menschen gearbeitet, an der Organisation, um wirklich auch eine nachhaltige Veränderung in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und ich habe das dann am Ende gemerkt, zum einen, dass ich halt wirklich auch so eine Bindung zu den Leuten hatte, zum anderen war ich total überwältigt von dem Abschied, der mir beim Kunden gemacht wurde. Die haben mir so eine kleine virtuelle Schatzkiste geschenkt, kann man sagen, wo sie wirklich auch nochmal auf meine Stärken eingegangen sind, wo sie sich wirklich nochmal bedankt haben für die Zusammenarbeit. Und unter anderem haben sie mir kleine Gutscheine geschenkt für Pflanzen, die ich mir für daheim kaufen konnte, um dieses Wachstum auch zu symbolisieren.